Das hier ist die Meta Quest Pro, Metas neuestes Super-Headset fürs Metaverse. Okay, in Wahrheit gibt es natürlich noch kein Metaverse, aber die Quest Pro soll ein riesiger Schritt in diese Richtung sein. Das hier, wo ist the latest shit? Technisch gesehen ist es das erste Meta-Headset, was die echte Umgebung in Farbe und räumlich korrekt in die VR reinholt. Also in der Lage ist, VR und echte Welt miteinander zu verschmelzen. Was ziemlich beeindruckend ist, aber dann auch wieder nicht. Dazu später mehr. Außerdem hat die Quest Pro erstmals Pupillentracking und kann meinen Gesichtsausdruck in Echtzeit auf meinen Avatar übertragen. Kostenpunkt heftige 1.800 €. Ein paar Wochen vorher hat ByteDance, das sind die von TikTok, ebenfalls ein Headset auf den Markt gebracht, die Pico 4, und die hat auch farbige Echtweltdarstellung, kostet aber nur 430 €. Wir haben beide Headsets getestet und keine Angst, wenn ihr bislang noch keine Ahnung von VR habt, sondern nur wissen wollt, wie das nun mit diesem gehypten Metaverse weitergehen soll und was das mit den Headsets zu tun hat, bleibt dran. Ich versuche das hier wirklich alles von vorne zu erklären. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei zwei brandneue Headsets haben wir getestet. Und zwar die Meta Quest Pro und die Pico 4. Die Quest Pro haben wir gekauft, die Pico 4 ist ein Leihgerät von Pico. Beide sind sogenannte autarke VR-Headsets, genau wie die 2020 erschienene Meta Quest 2 und Pico Neo Link 3 und Vive Focus von 2021. Alle diese Headsets können die Bilder, die sie anzeigen, selbst berechnen. Man muss da also kein PC oder Smartphone anschließen. Die Software lädt man direkt auf der Brille in den herstellereigenen App Stores herunter. Technisch gesehen sind das Android-Apps, die da laufen. Alle autarken Headsets nutzen Android. Und das sind auch keine reinen Spiele-Headsets. Es gibt im Meta als auch im Pico App Store zwar viele Spiele, aber auch immer mehr Business-Software. Also vor allem Apps, mit denen man Meetings in VR machen kann oder den eigenen PC-Desktop in die VR holt zum Arbeiten. Dazu hatten wir ja schon mal ein Video gemacht. So, und jetzt zu den beiden getesteten Headsets. Was ist daran jetzt konkret neu? 4 Sachen fand ich besonders wichtig. Erstens, flachere Linsen. Genau, die Headsets sehen ziemlich anders aus. Die sind nämlich vorne nicht mehr so tief, weil sie flachere sogenannte Pancake-Linsen nutzen. Dadurch kann der Abstand zwischen Auge und Display geringer sein. Man hat nicht mehr so einen riesen Brikett vom Kopf. Kann man hier recht deutlich sehen, wenn man mal die Quest 2 mit Fresnel-Linsen da drüber legt. Fresnel-Linsen sind nicht nur höher, sondern haben auch noch ein paar andere Nachteile, wie sogenannte God Rays, also Lichtreflexionen. Die Pancake-Linsen der Quest Pro und Pico 4 sind aber dennoch nichts, wo man das Headset aufsetzt und denkt, wow, alles viel besser, sondern man muss schon wirklich darauf achten, dass einem die Vorteile auffallen. This is lame. Zweitens, farbiges Path-Through. Alle autarken Headsets orientieren sich über außen am Gehäuse angebrachte Kameras im Raum. Also dadurch wissen sie immer, wo sie sich befinden. Das Bild dieser Kameras können sie nicht nur fürs Tracking nutzen, sondern auch auf dem Display anzeigen. Dieses Bild war allerdings bislang immer schwarz-weiß, dass man da zum Beispiel mit der Quest 2 den Eindruck bekommt, man schaut in die echte Welt. Nee, das klappt nicht. Und jetzt kommen Quest Pro und Pico 4 und beide zeigen die echte Welt farbig an. Das war bei mir nach dem Aufsetzen tatsächlich der erste Wow-Effekt. Das wirkt definitiv viel besser als diese krisselige Schwarz-Weiß-Darstellung. Lustigerweise war ich zuerst vom Pico 4 Path-Through beeindruckter als vom Path-Through bei der Quest Pro, weil die Bildqualität einfach erstmal besser wirkte, bessere Farben, und vor allem gab es nicht diese fiesen Überbelichtungen wie bei der Quest Pro, wo man dann einfach nur noch weiß sieht, obwohl da eigentlich noch Bildinformationen sein müssten. Aber das Bild der Pico 4 hat keinerlei Tiefeninformationen, sondern ist halt, flach. Dadurch wirkt beim Bewegen alles seltsam künstlich und auch der Maßstab stimmt nicht genau. Zum Beispiel sind meine Hände ein kleines bisschen zu groß. Vor allem kann die Pico 4 mit dem Path-Through-Bild nicht viel mehr anfangen, als das halt einfach anzuzeigen, halt als Spielerei bzw. als Orientierungshilfe. Das ist bei der Quest Pro wirklich eine ganz andere Sportart. Da gibt es schon etliche Apps, die die virtuelle und die echte Realität verschmelzen können. Sehr anschaulich sieht man das bei dem kurzen Spiel I Expect You to Die, Home Sweet Home. Da ist man zuerst komplett in einer virtuellen Welt. Konkret steht man in so einer Holzkiste. Aber irgendwann checkt man dann, dass da so Schieber drin sind. Ja, und wenn man die zur Seite schiebt, sieht man aus der virtuellen Holzkiste in die eigene echte Umgebung. Ah, fuck!
Also wirklich total verrückt, wenn man das erste Mal sieht. Auch sehr schön fand ich World mit 3O, wo man auf dem eigenen Tisch oder auf dem eigenen Fußboden ein 3D-Modell der echten Welt ausbreiten kann. Zusammengefasst, die Integration der echten Umgebung bei der Pico 4 ist mehr Schein als Sein, bei der Quest Pro hat das tatsächlich Potenzial. Allerdings hoffe ich, dass Meta die Bildqualität in Zukunft per Software verbessert bekommt. So ist das noch ziemlich mau. Drittens, Gesichts- und Augentracking. Tja, und ab jetzt ist die Pico raus. Das, was jetzt kommt, kann nur noch die Quest Pro. Und zwar sind darin nicht nur 5 Kameras, die nach außen gerichtet sind, sondern auch 5 Kameras nach innen. 3 davon tracken die Augen, die anderen beiden den Gesichtsausdruck. Das sind natürlich Infrarotkameras, ist ja dunkel im Headset. Ja, und das ist tatsächlich ein theoretischer Riesenschritt Richtung Metaverse oder Metaverse am Arbeitsplatz oder ganz allgemein Social VR. Ich hatte ja hier schon in Videos gesagt, dass ich virtuelle Meetings deutlich lieber in VR mache als in Zoom oder Teams Videokonferenzen, weil da muss ich mich in so einem Kameraausschnitt quetschen und darf nicht rumlaufen und fühle mich beobachtet, weil ich vielleicht einen Krümel am Mund habe oder so. Und in VR kann ich mich frei bewegen und vor allem bin ich nicht echt zu sehen, sondern nur als Avatar. Und der sieht so aus, wie ich das will und hat niemals einen Krümel am Mund. Also jedenfalls, wenn ich das nicht will. Tja, und das Ganze nun mit echter Mimik, das macht das wirklich schon deutlich lebensechter. Die Avatare von Meta sehen noch ziemlich comichaft aus und dafür ist Mark Zuckerberg ja auch schon ordentlich ausgelacht worden. Aber hey, es geht voran. Es gibt allgemein noch nicht viel Software, die das unterstützt mit der Mimik, aber es ist jetzt schon ziemlich klar, dass sich ohne Mimik-Tracking Meetings im Metaverse wohl nicht durchsetzen werden. Das wird also ein Standard-Feature, da gehe ich stark von aus. Wie ihr hier sehen könnt, ist aber noch einiges an Optimierung notwendig. So richtig perfekt gelingt die Übertragung, zumindest meines Gesichtsausdrucks, noch nicht. Viertens, Controller selbst getrackt. Und noch ein weiteres Feature, was nur die Quest Pro hat und nicht die Pico 4. Als allererstes autarkes Headset haben die Handcontroller eigene Tracking-Kameras eingebaut. Die Controller orientieren sich also selbstständig im Raum. In bisherigen Headsets hat das so funktioniert, dass die Kameras im Headset die Controller mitverfolgt haben. Was natürlich dazu führte, dass die Controller nicht gesehen wurden, wenn man die beispielsweise hinterm Rücken hatte oder wenn man den einen mit dem anderen Controller verdeckt hat oder so. Außerdem brauchen die selbst getrackten Controller jetzt diese Ringe nicht mehr. Das heißt, man kann sie im Eifer des Gefechts dichter zusammenführen, ohne dass sie zusammendotzen. Die Quest Pro Controller haben allerdings den Nachteil, dass es einen kleinen Moment länger dauert, bis sie vom Headset erkannt werden. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Dafür gefällt mir aber die Haptik, also die Vibrationsmotoren da drin, besser als bei den älteren Quest 2 Controllern. Übrigens, man kann das Pro Controller Paar auch für 350 € einzeln kaufen und das mit der Quest 2 betreiben. Dabei sollte man aber bedenken, dass die Quest 2 inklusive Controllern 450 € kostet. Ja, also, Ja, und dann nochmal ein Wort zur Ergonomie. Ich finde den Tragekomfort der Quest Pro eher so, Die hat zwar dieses Kopfbügeldesign, sodass auch ein bisschen Gewicht hinten ist und nicht alles im Gesicht getragen wird, aber ich hatte nach einiger Zeit doch so ein bisschen Stirnschmerzen. Sowohl die Quest 2 mit zusätzlichem Elite-Strap als auch die Pico 4 finde ich ein bisschen angenehmer vom Tragekomfort her. Hinzu kommt noch die super seltsame Entscheidung bei der Quest Pro, das untere Sichtfeld einfach offen zu lassen. Man sieht also die eigene Umgebung, wenn man in VR ist. Das ist ziemlich unangenehm. Es werden nur Gummilappen mitgeliefert, um die Seiten abzudichten, aber nicht den unteren Bereich. Dafür muss man tatsächlich 50 € extra bezahlen. Und dummerweise funktioniert mit dem Gesamt-Drumrum Gummilappen der eigentlich ziemlich praktische Ladeteller nicht mehr. Ja genau, bei der Quest Pro wird so eine Ladestation mitgeliefert, auf die man Headset und Controller zum Laden drauflegen kann. Muss man allerdings ein bisschen üben. Das fand ich am Anfang fummelig, die Kontakte richtig zu treffen. Vorläufiges Fazit. Ganz klar, die Meta Quest Pro hat mit dem Mimik- und Augentracking und mit dem in VR integrierbaren Echtwelt-Path-Through erstmals Funktionen bekommen, die langfristig definitiv Standard sein werden. Aber, weil es eben das erste Headset damit ist, gibt es noch nicht viele Apps dafür. Vor allem bei Mimik-Tracking ist das alles noch ziemlich mau. Metas viel kritisierte Horizon Worlds Metaverse Über-App gibt es zum Beispiel ohne VPN hierzulande gar nicht, sondern nur das business-fokussierte Horizon Workrooms. Aber trotzdem, Leute, die mit Mimik-Tracking und verschmolzenen echten und virtuellen Welten experimentieren wollen, für die könnte das Headset interessant sein. Für normale VR-Anwendungen lohnt sich der vierfache Aufpreis gegenüber der Quest 2 meiner Meinung nach nicht, trotz kleiner Verbesserungen wie Pancake-Linsen, etwas farbstärkeren Displays oder selbsttrackenden Controllern. Ach ja, die Quest Pro ist genau wie die Quest
Quest 2 wegen Konflikten mit dem Kartellamt nicht offiziell in Deutschland erhältlich. Man kann sie aber ohne Aufpreis zum Beispiel bei Amazon Frankreich nach Deutschland bestellen, so habe ich das auch gemacht. Ja, und was ist mit der Pico 4? Auch die hat gegenüber der Quest einige Verbesserungen, wie die flacheren Linsen und das farbige Path-Through. Aber da der Pico App Store deutlich weniger Auswahl bietet als bei Meta, würde ich den meisten Leuten weiterhin die Quest 2 empfehlen. Vor allem sind es ja die exklusiven von Meta finanzierten Apps, die besonders hohe Produktionswerte haben, also halt sowas wie Beat Saber, Resident Evil 4 oder Lone Echo, und das gibt's auf der Pico halt alles nicht. Hier mal eine Vergleichstabelle mit 4 zurzeit relevanten autarken Headset. Könnt ihr mal auf Pause drücken und selbst mal gucken, welche Funktionen euch wichtig sind. Ah ja, und übrigens, auch für Leute, die Meta für eine problematische Firma halten, ist die Pico jetzt vielleicht nicht die allerbeste Alternative, denn ByteDance, wie gesagt, die machen TikTok, könnte man mindestens für ebenso problematisch halten. Oder wie seht ihr das? Tschüss.